Hi Leute, heute möchten wir euch gerne mal mitnehmen auf eine Bilderreise quer durch London, gespickt mit ein paar Informationen und Fakten. Wenn ihr euch London anschauen möchtet, dann ist es meiner Meinung nach am besten mit der U-Bahn zu fahren. Und dafür holt ihr euch am besten die Oyster-Card, wenn ihr nur ein paar Tage dort seid, denn das ist wie eine Prepaid-Card für die öffentlichen Verkehrsmittel. Da könnt ihr euch einen Betrag eurer Wahl draufladen und stempelt euch an jeder Haltestelle ein und aus. Und die Karte wählt automatisch den günstigsten Tarif für die Strecke. Ihr könnt mit der Karte die U-Bahn natürlich benutzen, Züge, Busboote und natürlich auch die berühmten Doppeldeckerbusse. Das hier ist der Sitz des britischen Parlaments. Big Ben ist wohl der bekannteste Teil vom Parlament, wobei der Turm eigentlich Elizabeth Tower heißt und nur die 13,5 Tonnen schwere Glocke als Big Ben bezeichnet wird. Allein der Stundenzeiger wiegt 300 Kilogramm. Big Ben kann nur von den britischen Staatsbürgern besichtigt werden, aber auch das ist nicht so leicht, denn diese müssen erst einen Antrag beim Parlament dafür stellen. Ihr werdet es nicht glauben. Es ist illegal, im House of Parliament zu sterben. Und wisst ihr warum? Weil das der Westminster Palace ist, der Sitz des Parlaments, ein königlicher Palast, und den Toten daher ein Staatsbegräbnis zustehen würde. Und würde trotzdem jetzt hier illegalerweise ein Bürgerlicher das Zeitliche segnen, würde man sagen, dass er im St. Thomas Hospital gestorben ist. Der Borough Market ist der älteste Lebensmittelmarkt in London überhaupt. Du findest schwarze Möhren und lila Kohl. Und er war auch schon Drehort für Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Es gibt hier um die 130 Stände, also ein Besuch lohnt sich. Wenn die Nationalflagge auf dem Buckingham Palace weht, heißt das, dass die Queen gerade nicht zu Hause ist. Weht hingegen die Flagge mit den Wappen von England, Schottland und Nordirland, ist die Queen gerade anwesend. Will man als Fensterputzer mal so richtig durchstarten, dann sollte man sich wahrscheinlich im Buckingham Palace bewerben, denn da kannst du dann alle 6 Wochen die 760 Fenster putzen. Unter dem ganzen Palast gibt es übrigens eine Vielzahl von geheimen Tunneln. Das größte Riesenrad Europas ist das London Eye mit 135 Metern. Es hat 32 Gondeln, die für alle Stadtteile Londons stehen. Die Zahl 13 wurde aus abergläubischen Gründen allerdings ausgelassen, sodass die Nummerierung von 1 bis 33 geht. Hier in Westminster Abbey werden traditionell die Könige und Königinnen gekrönt. Es finden die königlichen Hochzeiten statt und 1997 fand auch hier die Trauerfeier für Lady Di statt, die tödlich verunglückt war. Elton John spielte für sie das umgetextete Lied Candle in the Wind. Den Song hat er danach nie wieder aufgeführt. Die Themse wird stark von Ebbe und Flut der Nordsee beeinflusst und hat deshalb einen Wasserstandsunterschied von bis zu 7 Metern. Hier kann man gut erkennen, bis wohin das Wasser normalerweise steht. Die Familie gab uns den Tipp, auch den Stadtteil Greenwich zu besuchen. Ein herzliches Dankeschön an Maggie und Jess an dieser Stelle, dass ihr uns immer so herzlich aufnehmt, wenn wir in London sind und uns so tolle Tipps gebt. Auf dem Weg dorthin haben wir den Fußgängertunnel benutzt, der 370 Meter lang ist und unter der Themse durchführt. Es gibt über 200 Parks und Grünflächen in London und dieser Park in Greenwich ist einer der schönsten, wie ich finde. Er gehört zu den 8 königlichen Parks. Hier ist der Ein- und Ausgang vom Fußgängertunnel und als erstes sieht man das ganz alte Segelschiff, die Cutty Sark. Es ist heute ein Schifffahrtsmuseum. Wir sind auf den Greenwich Market gegangen, welcher den ältesten Marktplatz London hat. Dort sind viele Stände mit Antiquitäten, Sammlerstücken und Kunst, aber auch Streetfood-Stände mit vielen Leckereien, die du probieren kannst. Und wir haben uns auch was Leckeres gegönnt. Im Royal Observatory der Sternwarte kann man den Nullmeridian sehen. Der Nullmeridian ist die Linie auf dem Globus, die im rechten Winkel zum Äquator steht. Er teilt die Welt in die West- und Osthälfte. Seit 1999 wird der Längengrad von einem stark grünen Laser beleuchtet, den man nachts am Himmel über London sieht. Wir sind den Tag von Greenwich mit dem Boot weitergefahren und haben uns London mal von der Themse aus angeschaut. Dafür haben wir übrigens auch unsere Oyster-Card verwendet. Und wenn ihr euren Reiseverlauf durch London mal anschauen möchtet, könnt ihr das an den Automaten, wo ihr die Oyster-Card aufladen könnt, auch einsehen. Und dort kann man auch schauen, wie viel man für welchen Abschnitt bezahlt hat. Ladies and gentlemen, we will shortly be arriving at Tower Millennium Pier for the Tower of London and Tower Bridge.
Those on board for Tower will be disembarking from the back of the vessel. That'll be the back of the vessel for Tower Pier. Dann haben wir uns nochmal abends auf den Weg nach Greenwich gemacht, denn wir haben eine Empfehlung für einen einheimischen Pub bekommen, den wir unbedingt ausprobieren wollten. Dort gab es eine Auswahl von verschiedenen IPA-Bieren. Die haben wir natürlich getestet. Auf dem Weg nach Hause haben wir noch einen Zwischenstopp in einem anderen Pub eingelegt und es gab noch ein Bierchen. Here we go! Everyone can sing along! Nach diesem feuchtfröhlichen Abend haben wir ein bisschen länger geschlafen, aber dann ging es gleich weiter für uns zur Tower Bridge. Die hat auch eine ganz schön bewegte Geschichte hinter sich, denn 1910 wurde sie für Fußgänger geschlossen. Sie hatte ein großes Problem mit Prostituierten und Taschendieben, die auf der Brücke ihren Beruf machten. 1982 wurde sie erst wieder für Fußgänger freigegeben. Die Klappen der Brücke, also die Baskülen, werden immer nur so weit geöffnet, wie es für das jeweilige Schiff erforderlich ist. Manchmal kommt ein großes Kreuzfahrtschiff und fährt hindurch und dafür werden dann die beweglichen Tragteile bis zu einem Winkel von 86 Grad hochgeklappt. Das ist das Maximum. Jeden Sherlock Holmes-Fan wird es wahrscheinlich einmal in die Baker Street 221b ziehen und dann wird er feststellen, dass dort das Sherlock Holmes Museum steht. Etwas außerhalb von London haben wir diese Plakate entdeckt, wo Leute ihre Kaugummis draufkleben können. Ich finde es eine super Idee. In der M&M's World gibt es auf 4 Etagen Red und Yellow und seine Kumpels in jeglicher Form zu bestaunen. Egal ob T-Shirts, Tassen, Bilder, Figuren, Socken oder vieles mehr, hier kannst du alles kaufen. In den riesigen Glasröhren an der Wand, welche insgesamt fast 80 Meter lang sind, kannst du dir die Schokobonbons in allen möglichen Farben selber zusammenmischen. Auch in London gibt es ein Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds. Die Schlangen davor sind oft sehr lang, sodass es besser ist, sich ein Ticket schon mal online vorzubestellen, damit man schneller hineinkommt. Die Herstellung so einer Wachsfigur dauert im Schnitt 3 bis 4 Monate und wenn eine Figur viele Haare oder sogar einen Bart hat, dauert es nochmal länger, denn jedes Haar wird einzeln gesetzt. An einem Morgen sind wir sehr früh aufgestanden und waren schon um 5 Uhr in der Stadt. Hier auf der Millennium Bridge waren wir fast alleine. Es ist mal was ganz Besonderes zu erleben, wie die Stadt erwacht. Eine Besonderheit von St. Paul's Cathedral ist die riesige Kuppel. 30 Meter über dem Boden befindet sich die Whispering-Galerie. Und gehst du hier den Rundgang der Kuppel entlang und flüsterst, können das die Besucher auf der anderen Seite der Kuppel hören. Die Hochzeit von Lady Di und Prince Charles in St. Paul's war ein Traditionsbruch, da die Royals normalerweise in Westminster Abbey heiraten. St. Paul's bietet allerdings mehr Platz für Gäste, sodass sich für diese Kirche entschieden wurde. Der Tower of London ist eine der berühmtesten Festungen der Welt. Er war Waffenkammer, Zoo, Schatzkammer, Gefängnis und auch natürlich Königspalast. Hier werden die Kronenjuwelen gelagert, die schätzungsweise mehr als 20 Millionen Pfund wert sind. Und hier findet man auch die Krone, die die Könige und Königinnen zur Krönung aufgesetzt bekommen. Die letzte Hinrichtung im Tower of London ist übrigens noch gar nicht so lange her. Die hat am 14. August 1941 stattgefunden. Da wurde der deutsche Spion Josef Jacobs hingerichtet.
2012 wurde der Schlüssel des inneren Towers gestohlen. Irgendjemand hat also irgendwo einen Schlüssel. Man sagt, dass einige Geister innerhalb der Mauern des Towers leben. Zum Beispiel der von Henry VI. Und eines Grizzlybärs, der einst dort lebte. Bis heute leben im Tower of London 6 Raben, bzw. 7, einer als Ersatz, falls einem was zustoßen sollte. Denn der Legende nach geht das Königreich unter, wenn diese Raben nicht mehr dort leben. Es gibt einen Rabenmeister, der mindestens 22 Jahre ehrenhaft bei der britischen Armee gedient haben muss, um sich um die Raben kümmern zu dürfen. Er muss jederzeit sicherstellen, dass es allen Raben gut geht und keiner wegfliegt. Auch die Vögel gelten als Soldaten, daher ist es nicht verwunderlich, dass einmal ein Rabe unehrenhaft entlassen wurde, denn er hatte sich an einer Antenne zu schaffen gemacht und so eine Sportübertragung gestört. Das erste Mal wurde ihm noch verziehen, beim zweiten Mal war es dann allerdings zu viel, dann musste er gehen. George, so hieß der Rabe, lebt heute in einem Zoo, hat sich verliebt, ein Ei gelegt und heißt jetzt Georgina. Im Zweiten Weltkrieg, als London bombardiert wurde, haben sich alle Raben aus dem Staub gemacht, um sich in Sicherheit zu bringen, bis auf einen. Man sagt, nur seinetwegen ist es Hitler damals nicht gelungen, die Küste Großbritanniens einzunehmen. In Chinatown duftet es nach asiatischen Gewürzen und knuspriger Ente. Im Stadtteil Soho haben die Asiaten dieses Viertel mit ihrer Kultur zum Leben erweckt. Hier kann man preiswert einen kleinen Snack zu sich nehmen oder sich auch in einen der zahlreichen Restaurants setzen. Beliebte Orte, um shoppen zu gehen, sind zum Beispiel die Oxford Street oder auch das große Kaufhaus Harrods. Hier sollte man sich allerdings an die Kleiderordnung halten, die es seit 1989 gibt. Flipflops, Bermuda-Shorts sind tabu und einen Rucksack muss man vom Rücken nehmen und in der Hand tragen. Das Kaufhaus erstreckt sich auf einer Fläche von 90.000 Quadratmetern und 7 Etagen. Die Rolltreppen von 1898 waren die ersten automatischen in ganz Großbritannien und sind am Stil des alten Ägypten angelehnt. Dieser Portier hielt den reichen Kunden, die mit ihren Luxusautos am Seiteneingang vorfuhren, die Türen auf. Das Warenhaus ist in den 1970er Jahren dreimal Ziel von IRA-Angriffen geworden, bei dem 6 Menschen ums Leben kamen. Bis 2010 gehörte es Mohammed Al-Fayed, dem Vater von Dodi, der mit Lady Diana 1997 ums Leben kam. Der Leibwächter Trevor Rees-Jones, der den Unfall überlebte, ist übrigens in Rinteln in Deutschland geboren. Zur Weihnachtszeit sind die Schaufenster im Harrods sehr aufwendig dekoriert und sehr schön anzuschauen. In der exklusiven Lebensmittelabteilung gibt es auch das Wagyu Kobe Steak zu kaufen. 100 Gramm kosten 100 Pfund, das sind ungefähr 115 Euro, also ca. 1000 Euro das Kilo. Die U-Bahn hier ist die erste und älteste der Welt. Die tiefste Station liegt 58,5 Meter unter der Erde. Und das gesamte U-Bahn-Netz ist 402 Kilometer lang. Nach dem Bau hat sich eine ganz eigene Mückenart entwickelt, die nur hier unten lebt. Der Kingley Court ist ein kleiner Innenhof, der ganz schön versteckt in der Nähe der Carnaby Street ist. Man muss die Augen offen halten, sonst läuft man auch schnell mal am Eingang vorbei. Hier gibt es überwiegend Restaurants, Bars und Clubs, Cafés, Pubs und Essen zum Mitnehmen. Auf den 3 Etagen im Innenhof ist für jeden was dabei. Es gibt hier einen Dialekt, den man Cockney nennt, bei dem man zum Teil mit Reimformen arbeitet. Das Wort, das man ausdrücken will, wird ersetzt durch einen mehrteiligen Ausdruck, der sich auf dieses Wort reimt, und dann wird in den meisten Fällen sogar nur der erste Teil des Reimbegriffes verwendet, wodurch man als Uneingeweihter den Sinn kaum noch erraten kann. Man sagt, ein echter Cockney-Londoner ist nur, wer in Hörweite der Kirche St. Mary Le Bow geboren ist. Und hier mal ein Beispiel des Dialektes. Fahrt ist Englisch und heißt Furz. Auf Fahrt reimt sich Raspberry Tart, was so viel wie Himbeerkuchen heißt. Nun sagen Cockneys, I blow a raspberry, das heißt übersetzt, ich blase eine Himbeere. Gemeint ist im Dialekt aber hier ganz einfach, ich pupse. Phil Collins ist übrigens jemand, der diesen Dialekt beherrscht. Die fast 9 Millionen Menschen in London haben 160 verschiedene Nationalitäten und sprechen an die 300 verschiedenen Sprachen. Wenn man in den Himmel schaut, sieht man eigentlich immer irgendwo ein Flugzeug. Das liegt daran, dass im Umkreis der Stadt 6 große Flughäfen sind. Der Trafalgar Square ist einer der schönsten Plätze in London. Der Name des Platzes und die Statue von Admiral Nelson sind zum Gedenken des Sieges um die Schlacht von Trafalgar entstanden. In dem imposanten Gebäude am Platz befindet sich das größte Kunstmuseum der Stadt. Auch wenn der Name National Gallery nicht so bekannt ist wie beispielsweise der Louvre, gehört das Museum zu den meistbesuchten der Welt, in dem Werke von Van Gogh, Da Vinci und vielen anderen namhaften Künstlern hängen. Der Legende nach werden die Löwen am Fuße der Admiral Nelson-Säule zum Leben erwachen und das Königreich verteidigen, sollte Big Ben irgendwann mal 13 schlagen.
Am Piccadilly Circus ist zu jeder Tages- und Nachtzeit was los. Es ist der Hauptknotenpunkt hier in London. Von hier aus verläuft auch die Regent Street, welche ein wahres Shoppingparadies ist. Die großen Leuchtreklametafeln prägen das Stadtbild schon seit vielen Jahren. Wir waren schon sehr erstaunt, als uns abends auf den Straßen plötzlich ein Fuchs entgegenkam. Hier leben aber inzwischen viele tausend Füchse und gehören zum Stadtbild dazu. Beim Bau des 306 Meter hohen Wolkenkratzers The Shard fanden Arbeiter im 72. Stock einen Fuchs, der vermutlich durch zurückgelassenes Essen überlebt hat, und tauften ihn Romeo. Das Gebäude besteht aus 11.000 Glasplatten, die eine Fläche von insgesamt 56.000 Quadratmetern haben. Deshalb wird es die Scherbe genannt. Wenn du in der Nähe bist und merkst, dass du mal dringend zur Toilette musst, dann nimm einen Aufzug, der mit 6 Metern pro Sekunde zur Spitze des Bauwerks fährt, und genieß bei 244 Metern Höhe die Aussicht bei deinem Toilettengang. Dieses Gebäude wird wegen seiner Form umgangssprachlich auch The Walkie-Talkie genannt. 2015 wurde es mit dem Carbuncle Cup ausgezeichnet. Das ist ein Preis für das hässlichste Gebäude, das in den letzten 12 Monaten gebaut wurde. Damit sich das Innere nicht so aufheizt, wurde die Fassade aus stark reflektierendem Glas gebaut. Durch die geschwungene Bauweise werden die Sonnenstrahlen nun aber so gebündelt reflektiert, dass die Fassade wie ein Brennglas wirkt und so schon Asphalt auf benachbarten Straßen geschmolzen und auch ein Auto in Brand gesetzt wurde. Von der Millennium Bridge hat man einen schönen Rundumblick auf verschiedene Sehenswürdigkeiten. Sie hatte keinen so guten Start, denn kurz nach ihrer Eröffnung musste sie wieder geschlossen werden, weil durch die Fußgänger zu starke Schwingungen verursacht wurden und die Brücke einzustürzen drohte. Heute ist sie eine der beliebtesten der 35 Brücken über die Themse und nach ihrer Neueröffnung 2002 auch wieder sicher. Die Londoner haben diesem modernen Designer-Hochhaus den Spitznamen The Gherkin gegeben, weil es wie eine Gurke aussieht. Die faszinierende Gurke besteht aus 7.429 Glasscheiben und hat wegen seiner innovativen Konstruktion mehrere Preise bekommen. Am 5. November wird die Bonfire Night gefeiert. Guy Fawkes wollte an diesem Tag im Jahre 1605 das Parlament und den König in die Luft sprengen. Seine Anhänger und er hatten dafür in 36 Fässern 2 Tonnen Schwarzpulver in den Keller des Parlaments deponiert. Das ist der Grund, warum noch bis heute die jährliche Parlamentseröffnung mit einer Inspektion der Kellerräume beginnt. Das Attentat scheiterte und das wird mit Feuerwerk und viel Fackelumzügen gefeiert. Hallo. In London. Und in ein paar Stunden schon wieder in Hannover. Leider. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr auch vom Flugzeug aus hier und da ein Feuerwerk sehen. Unsere Reise ist jetzt leider zu Ende, aber wir kommen immer wieder gern hierher. Die Stadt mit seiner außergewöhnlichen und faszinierenden Atmosphäre wird uns auch nach vielen Besuchen nicht langweilig.